Oh. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin eure Deutschlehrerin Julia und heute bekommt ihr wieder eine extra leckere Portion Grammatik von mir. 5 Jahre lang habe ich an der Universität Grammatik für Ausländer unterrichtet. Und in dieser Zeit sind mir immer wieder die gleichen Fehler bei Deutschlernern aufgefallen. Und damit ihr diese nie wieder macht, habe ich euch die typischsten Fehler mit Erklärungen zusammengestellt. Das ist aber noch nicht alles, denn ich habe das Einmaleins der Grammatik für euch erstellt, in dem ihr die wichtigsten Regeln findet. Ganz einfach erklärt mit vielen Beispielen und Übungen. Das wird euch beim Lernen eine große Hilfe sein, denn damit habt ihr immer das Wichtigste im Blick. Ihr könnt die neueste Version kostenlos herunterladen. Den Link findet ihr unter dem Video. Beginnen wir mal mit Fehler Nummer 1. Ich bin seit 5 Jahren nach Deutschland gekommen. Oder ich bin in Deutschland 5 Monate vor. Hier gibt es sehr viele kreative Varianten von Deutschlernern, aber nur 2 sind richtig. Denn seit drückt eine Zeitspanne aus, die in der Vergangenheit angefangen hat und noch nicht zu Ende ist. Richtig ist also, ich bin seit 3 Jahren in Deutschland. Und das heißt, ich bin vor 3 Jahren nach Deutschland gekommen. Vor drückt nämlich einen Zeitpunkt in der Vergangenheit aus. Hier noch ein paar Beispiele. Seit wann lernst du Deutsch? Seit 5 Jahren, seit 2 Wochen oder seit 25 Minuten und 13 Sekunden. Seht ihr? Das sind Zeitspannen. Wir können aber genauso fragen, wann hast du angefangen, Deutsch zu lernen? Und dann fragen wir nach dem Zeitpunkt in der Vergangenheit. Zum Beispiel vor 5 Jahren oder vor 3 Monaten oder vor 12 Stunden und 38 Sekunden. Übrigens, wenn ihr sagt, dass ihr für 3 Jahre in Deutschland seid, dann heißt das zum Beispiel, dass ihr die nächsten 3 Jahre in Deutschland seid oder dass ihr schon 1 Jahr hier seid und noch 2 Jahre lang bleibt. Nummer 2. Wir geben Geld zu unseren Kindern. Im Englischen funktioniert das ja ganz gut. We give money to our children. Und bestimmt auch in vielen anderen Sprachen. Aber im Deutschen geht es leider nicht. Wir sagen einfach, wir geben unseren Kindern Geld. Sie gibt ihrem Freund einen Kuss oder er schickt seinem Lehrer eine E-Mail. Die Personen, die hier etwas bekommen, sind die Dativobjekte und die haben kein zu. Nummer 3. Ein absoluter Klassiker. Geld ist wichtig, aber Familie ist mehr wichtig. Auch das funktioniert in vielen anderen Sprachen wunderbar, aber leider nicht im Deutschen. Bei uns sind die Dinge wichtiger, größer oder interessanter oder schrecklicher. Grammatisch heißt das Komparativ, auch bekannt als Steigerung von Adjektiven. Die Form mehr benutzen wir zum Beispiel vor Nomen. Ich brauche mehr Geld. Oder für die Negation. Ich habe kein Geld mehr. Nummer 4. Ich beginne mein Studium, wann ich meine Prüfung bestanden habe. Ich weiß, wenn und wann, die sind irgendwie so gleich, aber doch total unterschiedlich. Wann benutzt man nur für Fragen? Wann ist die Prüfung? Wann beginnt das Studium? Oder für indirekte Fragen. Ich weiß nicht, wann die Prüfung ist. Ich habe keine Ahnung, wann das Studium beginnt. Wenn hat weniger etwas mit Zeit zu tun, sondern mit einer Bedingung. Das kennt man auch aus der Mathematik.
Wenn A passiert, dann passiert auch B. Also, wenn es regnet, dann wird die Straße nass. Wenn du deine Prüfung bestehst, dann kannst du studieren gehen. Nummer 5 ist auch so ein Klassiker, der in vielen anderen Sprachen funktioniert, aber nicht im Deutschen. Ich arbeite für Geld zu verdienen. Ja, hier haben wir wieder das furchtbare Wörtchen zu. Das kann man in diesem Satz benutzen, aber nie zusammen mit für. Und für steht nie vor einem Verb. Also weg mit dem für und her mit dem Ich arbeite, um Geld zu verdienen. Das ist ein sogenannter Finalsatz. Darüber mache ich bald mal ein Video für euch. Nummer 6. Weißt du, gibt es hier ein gutes Restaurant in der Nähe? Das ist eine Ja-Nein-Frage. Wir erwarten also entweder ein Ja oder ein Nein als Antwort. Und in diesem Fall müssen wir das kleine Wörtchen ob benutzen. Weißt du, ob es hier ein gutes Restaurant in der Nähe gibt? Weißt du, ob man hier parken darf? Man benutzt ob auch in der Antwort, aber nur in der negativen. Ich weiß nicht, ob es hier ein gutes Restaurant gibt und ich weiß auch nicht, ob man hier parken kann. Eine positive Antwort geben wir mit das. Ja, ich weiß, dass es hier ein gutes Restaurant gibt. Und ja, ich weiß, dass man hier parken darf. Und zum Schluss Nummer 7. Ich könnte gestern nicht so gut schlafen. Könnte, konnte, ist doch alles das Gleiche. Naja, es kommt zumindest von demselben Verb und das ist können. Aber wenn man es im Präteritum benutzt, also in der Vergangenheit, dann hat es keinen Umlaut. Er konnte nicht gut schlafen. Wir konnten nicht so gut schlafen. Man braucht den Umlaut zwar für die Präsensform wir können gut schlafen, aber auch für den Konjunktiv 2. Ich könnte viel besser schlafen, wenn mein Nachbar nicht immer so laut Musik hören würde. Der Konjunktiv 2 ist für Situationen, die nicht real sind und für die höfliche Form. Könnten Sie mir bitte kurz helfen? Klar soweit? Ich hoffe, dass du in diesem Video etwas lernen konntest. Welche der Fehler hast du bisher gemacht? Schreib sie mir in die Kommentare. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere jetzt meinen Kanal und folg mir auch auf Instagram und auf TikTok, denn dort kannst du noch besser Deutsch lernen. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Julia.